Hallo und herzlich willkommen zum 9. und auch letzten Teil der Honda CBF 1000 Serie. Heute geht es noch um den Einbau einer Steckdose für den Betrieb mit Zigarettenanzünder oder USB-Geräten. Solche Steckdosen zum Einbauen bekommt man in der Bucht für weit unter 10 Euro. Mit USB-Adapter und fliegendem Sicherungshalter hat das Ding, glaube ich, irgendwas um die 8 Euro gekostet, wenn man jetzt mal noch Kabel zum Verlängern draufrechnet, Flachsteckhülsen, Schrumpfschläuche und ein paar Ringösen, ist man immer noch bei unter 10 Euro. Am Anfang habe ich erstmal die zu kürzeren Kabel durch längere ersetzt und ebenfalls mit Flachsteckhülsen versehen und mit Schrumpfschlauch isoliert. Auf die Position habe ich mich mit dem Besitzer vorab geeinigt, es sollte rechts vom Cockpit liegen. Wenn man mit der linken Hand die Kupplung hält, kann man auch noch die Steckdose bedienen, während der Gang eingelegt ist und der Motor an ist. Zum Bohren eignet sich ein Stufenbohrer wunderbar, man sollte dabei bloß vorsichtig vorgehen. Lieber zwischendurch Bohrer rausholen, mit der Steckdose probieren, bis der Durchmesser erreicht ist oder vorab messen und sich an den ungefähren Durchmesser sehr langsam rantasten. Wenn das Loch einmal zu groß ist, nach ein paar Mal probieren, saß das Ganze dann schon recht stramm, aber gut drin. Was blieb, war dann lediglich die Aussparung auf der linken Seite, diese Führungsnase, die gegen das Verdrehen schützt. Damit die reingeht, habe ich ein Cuttermesser verwendet und die Breite auf dem Kunststoff markiert und auch mit dem Cuttermesser den Ausschnitt gemacht. Geht auch mit einer Stichsäge ganz gut, da aber der Kunststoff weich ist, hat das mit dem Cuttermesser wunderbar funktioniert. Danach noch mit einem Handentgrader einmal über die Kanten drüber gefahren, schon sieht das Ganze richtig sauber aus. Beim Verlegen von den Kabeln muss man tunlichst darauf achten, diese nicht direkt in Fluglinie nach hinten irgendwo zu legen, sondern sie so zu legen, dass unter keinen Umständen Gabelrohre, Bremsleitungen oder ähnliches beim vollen Lenkanschlag von links nach rechts irgendwie an die Leitungen kommen können. Ich habe mich dafür entschieden, das Kabel erst nach vorne am Lichtkabelbaum einmal festzumachen und dann am Hauptkabelbaum nach hinten zu führen, da dieser ja in der Regel bei Montagearbeiten nie bewegt wird. Beim Verlegen der Leitungen sollte man auch immer darauf achten, dass man die Leitungen nicht um irgendwelche Luft-Wasserschläuche sonstiges drumherum wickelt oder anknotet, mit Kabelbindern festzieht, um zum einen die Leitungen nicht zuzuziehen und zum anderen um danach eventuelle Wartungsarbeiten nicht schwerer zu machen, als sie teilweise auch so schon sind. Die Leitungen an sich habe ich relativ plump am Kabelbaum mit Kabelbindern festgemacht. Es gibt schönere Möglichkeiten, wie zum Beispiel mit Textilband, die sauber in den Kabelbaum einzulegen, aber man muss Kosten-Nutzen-Faktor auch immer in einer Relation sehen. Wenn man hinten an der Batterie angekommen ist, sieht man, die Länge hat schon gepasst. Das Massekabel passt genau bis zur Batterie und liegt auch noch locker. Das Pluskabel wird ja noch verlängert, da der fliegende Sicherungshalter mit eingebaut wird. Auch dort habe ich dann eine Flachsteckhülse aufgekrimmt und diese an den Sicherungshalter gemacht. Der Sicherungshalter sollte
immer in der Nähe von der Batterie sein, da man hier auch im Falle einer Fehlfunktion oder wenn die Sicherung fliegt, recht schnell drankommt. Es bringt einem nichts, wenn man den Sicherungshalter dann unterm Tank hat und muss das halbe Motorrad auseinanderbauen, um dran zu kommen. Wenn das Kabel dran ist, dann noch eine Position gesucht, wo man den Sicherungshalter gut anbringen kann. In dem Fall habe ich mich für den Hauptkabelbaum entschieden und habe den Sicherungshalter am Hauptkabelbaum befestigt. Man kommt so gut dran, kann die Sicherung leicht tauschen, da die Kappe vorne einfach aufgeklippt wird und er stört auch beim Handling oder beim Schrauben nicht. Erst wenn alle Kabel angeschlossen sind und auch das Pluskabel am Pluspol montiert ist, dann wird die Sicherung eingebaut. Zu guter Letzt noch einmal kurz der Funktionstest mit einem Multimeter respektive einem Voltmeter und man weiß, dass man auch richtig rum verkabelt hat. Was bleibt jetzt noch übrig, außer Probefahrt? Da ich die während der ganzen Zeit noch nicht gefilmt habe, jetzt zum Ende nochmal kurz ein paar Meter, die ich danach auch gefahren bin mit der Maschine. Lief danach wieder deutlich besser, beim Bremsen deutlich sauberer, auch die Gabel taucht wieder sauber ein und hüpft nicht auf der Straße, also alles wunderbar. Wenn ihr noch Videoideen habt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten gehabt euch wohl, danke fürs Zuschauen, abonniert den Kanal und schaut gerne wieder rein. Auch möchte ich mich nochmal bei Daniel bedanken fürs Bereitstellen der Maschine.